Sabine Mischinger verrät uns das Geheimnis ihrer Keltenseife. Als erstes macht Sabine aus Natriumhydroxid und destilliertem Wasser die Lauge. Wichtig sind, wie beim Kochen, die guten Zutaten. Kokosöl, Sheabutter und reichlich Olivenöl. Für 1 Kilo Seife braucht Sabine ca. ein Viertel-Liter davon. Welche Zutaten kommen aber noch in die Keltenseife? Und das Haselnussöl auf der Haut mit der Fichte und Eukalyptus ist einfach genial. So richtig erfrischend, ob es im Wald ständest. Mistel und Eisenkraut, weil dann kann das noch ein bisschen anziehen. Ich mache dann erst nachher dazu, aber das mixe ich nachher durch und dann ist es eh. Aber so gibt es doch mehr ab von den Inhaltsstoffen.